los. Nico, wo sind wir heute? Wir sind heute in Kalkar, Nähe holländische Grenze. In einem ehemaliges Atomkraftwerk ist es ja nicht. Also es ist nie ans Netz gegangen, aber ein umgebautes Atomkraftwerk. Ein Atomkraftwerk, wie man unschwer sieht. Hinter uns der Kühlturm in wunderschöner Alpenbemalung. Und ein sehr interessantes, weil 91 hat man das Projekt endgültig begraben. Millionen sind hier reingewandert, aber natürlich nur zu unserem Glück, denn Kann man hier endlich mal ein Rollertreffen veranstalten? kann man Rollertreffen veranstalten. Das gucken wir uns jetzt an. Das Kamerateam steckt noch fest, Moment. So, das ist sozusagen die Eingangshalle von Kalkar und hier sehen wir das Begrüßungskomitee, was jeden Besucher als erstes empfängt. Hallöchen. Hallo? Hallo. Jesko, Ja? bist du sicher, dass das Atomkraftwerk nie am Netz war? Wieso, weil deine Haare so abstehen? Sehr gut. Aber jetzt die allerwichtigste Frage, wo gibt es denn den Schnaps? Ja, einmal drüben bitte an die Hauptrezeption. Da gibt es dann Brombeerschnaps mit dem klangvollen Namen. Okay. Ja. Ein sehr schöner Name. Ich glaube, Sie werden schon wissen, warum Sie euch den Schnaps weggenommen haben. Wir gehen jetzt weiter. Viel Spaß. Danke. Ciao. So. Hallo, Servus, ich bin Jesko, das ist Nico. Und wir wollen zeigen, dass es hier das Rundum-Sorglos-Paket gibt. Ja? Wir kommen hier an und es gibt einen Begrüßungsschnaps. Was ist das dieses Jahr? Das ist bitte. Der ist lecker, oder? Ich glaube, damit hatte ich meinen allerersten Absturz. Echt? So, Prost. Cheers. Prost. Cheers, Ladies. Thanks a lot. Thanks a lot. Der Empfang ist warm und jetzt gucken wir mal, ob wir den Organisatoren von dem Ganzen hier treffen können. Ich habe jetzt die große Ehre, hier neben dem König von Kalkar zu sitzen, neben dem Mastermind und dem Erfinder des Scooterist Meltdown, nämlich Markus Broix. Markus, sei doch so nett und stell dich mal eben den Zuschauern kurz vor. Ja, hallo Jesko. Also ich bin der Markus Broix von Spirit of 84 Scooterist. Also mein erster Rollercoupeur aus Deutschland, aus Düsseldorf, Scooter Boys von 1982. Und bin dann Mitte der 80er auf englische Rollertreffen gefahren. 88 nach England gezogen, bin auch in den 80er Jahren schon Mitglied der Scooter Maniacs SC, auch 1982 gegründet worden. Und das sind also meine Rollerclubs. Die Scooter Boys gibt es nicht mehr. Und die Spirit of 84 sind praktisch eine Art Kollektive, Rollerkollektive, wo jeder mitmachen darf. Okay. Das ist die Idee dabei. Sag uns doch mal kurz, was ist der Scooterist Meltdown für eine Veranstaltung? Der Scooterist Meltdown ist das internationale Heim oder Zuhause, besser gesagt, für Rollerfahrer. Das Event steht eigentlich auf es ist zweigeteilt. Wir haben einmal das Party-Element, da geht es von Donnerstag bis Sonntag, kann man Party machen. Und am Samstag haben wir das Tagesevent auch noch und das ist nämlich das Messe- und Custom-Show-Element, kann man sagen, der Veranstaltung. Und das ist ja inzwischen die wichtigste Custom-Show auf dem Kontinent geworden. Also es ist die größte Custom-Show für klassische Motorroller, wo die meisten neuen Roller vorgestellt werden von interessanten Custom-Bildern. Also da habt ihr wirklich was erreicht. Ja, vielen Dank. Eine Sache mussten wir noch beantworten. Wie seid ihr denn dazu gekommen, ausgerechnet in einem Atomkraftwerk ein Rollertreffen zu veranstalten? Wir haben die Location hier gesehen, das war sofort klar, hier müssen wir was machen. Also das Ding ist einzigartig. Das ist halt dieser alte, schnelle Brüder von Kalkar, der in den 80er Jahren auch groß in der Presse war und auch der Anfang der Anti-Atomkraftbewegung war. Und das Ding haben die halt nie ans Netz angeschlossen, nachdem Tschernobyl dann hochgegangen ist. Und das wurde dann das war, glaube ich, eine der teuersten Bauruinen Deutschlands in der Geschichte. Und dank der deutschen Steuerzahler können wir jetzt hier den Meltdown genießen in einer abgefahrenen Atmosphäre. Ein Engländer sagte mal zu mir, Meltdown ist wie Butlins on Acid. Ja? Okay. Butlins ist also eine Kette von billigen Freizeitparks in England, nur halt dann unter Einfluss
Von psychoaktiven Drogen. Ihr habt auch ein Motto, habe ich gehört, Ja. für den Meltdown? Ja, also jedes Jahr gibt es ein neues Verkleidungsmotto. Wir machen halt immer am Samstag ist so ein bisschen Verkleidungsparty und dieses Mal ist es Bad Taste, also einfach schlechter Geschmack. Okay. Einige müssen sich ja nicht viel anstrengen, aber wir haben uns diesmal sehr angestrengt. Wenn ihr gleich die Mädels an der Rezeption seht, dann weißt du, was ich meine. Markus, gratuliere, sehr, sehr gelungen umgesetzt. Ja. Ich danke dir für das Interview. Vielen Dank. Ne? Vielen Dank. Wir zeigen einfach mal, wie das hier so aussieht, solange es noch leer ist. Weil voll gibt es noch genug zu sehen, oder? So machen wir's. Wie man sieht, ist das alles hier so ein bisschen ägyptisch, oder Nico? Kann man das sagen? Doch, mit Hieroglyphen. Gucken wir mal nach unten. Ich habe gehört von der Kegelbahn. Wir gehen kegeln. Die soll unten Okay. sein. Jetzt kommen wir nämlich hier zur Kneipenstraße. Hotelbar, Bowling, Kegeln, Weinkeller, Westernsalon und was? Achso, Schiffsbar, genau. Du bist doch Breakdancer, oder? Ja. Ich mache es nur zu gewissen Uhrzeiten. Also noch ist natürlich völlig leer, es ist 13 Uhr und hier kann man auch bowlen und kegeln. Nico, kannst du das? Nico, mach du mal. Bricht man sich eigentlich die Finger dabei? Jetzt kommt die Balle. Ja. Wir gehen weiter. Wenn man dann hier aus der Hotelbar kommt, dann geht es da weiter zu den anderen Floors, wo so ein bisschen mehr Musik ist und man die Tanzschuhe so ein bisschen schärfen kann. Ne? Und es ist alles hier immer mit langen Gängen verbunden. Ne? Da hat man hier so eine schöne Tür zur Weinbar. Gehen wir lieber schnell weiter. Jesko, wo geht's hier lang? 2 hours later. Hier geht das dann los mit, da ist eine Kneipe, das John Smith Pub. Ne? Hier ist nochmal irgendein Pub und dann laufen abends hier unterschiedliche Musiken. Ich glaube, hier sind sogar kleine Konzerte drin. Hier, was läuft hier? Ich hätte gerne einen Cognac. wie immer, genau. Ein Cognac wie immer, bitte. Also hier ist jetzt leider noch das Licht aus, ne, weil es ist ja noch, die haben das nur für uns aufgeschlossen, aber wussten nicht, wo das Licht ist. Hier geht es zur großen Tanzfläche, zur großen Theke und hier sind abends die Soul-DJs und legen auf 5 Floors. Ne? Gibt es heute Abend Party? Okay. Komm, gehen wir was essen. Wir nehmen die Zuschauer einfach mal mit, einmal hier umzu. Also, wo sind wir hier eigentlich? Also für alle, die bis jetzt noch nicht irgendwie das wahrgenommen haben, wir sind auf der Custom Show in Kalkar. Okay. Und Custom Show bedeutet, dass halt eben diverse Leute ganz viel Geld in Roller stecken, die meistens an Straßen zugelassen sind. Und damit es aber irgendwie einen Grund hat, werden die an Ausstellungen Da fahren die hin und zeigen das, repräsentiert. um kleine wertlose Pokale zu kriegen. Ja, aus Plastik. Aus Plastikpokal, meistens Plastik, genau. Und das Geile ist, man nimmt halt einfach eine Karre, die vorher viel Geld wert war, baut die so hart um, dass sie dann später überhaupt keiner mehr kauft, weil nur der Besitzer sie geil findet. Und
ungefähr ein Kleinwagen, Mittelklassewagen. Kleinwagen reicht nicht, oder? Bei diversen. Und alles nur für den Fame. Ja. Für den Fame Ruhm und und kleine Ehre. Plastikpokale. Ich finde das super. Ich liebe das hier. Wirklich. Also hier in der Mitte stehen jetzt überall so Roller. Das ist sozusagen die Custom Show Area. Und direkt da dran gibt es dann halt auch Verkaufsstände. Oh. Evil Neville. Aber hier ist zum Beispiel Salem Speed. Christian ist auch schon wach. Und das kennen wir aber alle schon, das Zeug, ne? Weil wir waren ja erst da und haben es vorgestellt. Das ist Klavierlack und der ist so lange schön, wie der Lackierer es lackiert hat. Mit funktionierendem Tageskilometer-Rücksteller. Das Wirklich ganz, ganz großes Kino. Dankeschön. Gut sieht die aus. Das ist schön, ne? Also ich muss auch noch mal kurz in die Kamera sagen, das Geile an diesen Kastenfahrzeugen ist, dass halt eben auch ein paar dabei sind, die haben eine Straßenzulassung. Weil der Aufwand, da eine Genehmigung drauf zu kriegen, teilweise höher ist wie der eigentliche Umbau selber. Und da stehen hier einfach unglaubliche Karren, das macht einfach Spaß. Ne? Die kenne ich schon, die ist glaube ich von Martin Ollmann. Das ist ein Pink Lambretta, Pink Metal Flake. Nico, kennst du den Roller noch? Der war in der, wie hieß das Ding damals, Classic Scooter oder war der in der Motoretta war der? In den 90er Jahren. Schön, dass er wieder da steht. Schöner Roller. Hier in der Gegend sieht man halt viele verschiedene Aussteller, verschiedene Gewerbe. Hier zum Beispiel haben wir einen Aussteller, der ist auch in einem ähnlichen Geschäftsbereich wie wir unterwegs. Womit genau handelt ihr? Mit LCD-Fernsehern, Videorekordern. Aber die sind aber ein bisschen klein, finde ich. Ne? Das ist natürlich das Scooter Center, mit dem wir zusammen was machen wir? Ja, ich weiß nicht, ich würde sagen, wir begleiten uns gegenseitig seit 30 Genau. Jahren auf dem Markt. Ne? Ja, wir machen eine betreute Area hier zusammen. Genau. Bis später, Philipp. Bis dann hier. So, als nächstes haben wir hier eine ganz ausgefallene Kreation, nämlich einen Shopper und zwar auf Vespa-Basis. In Summe ist das jetzt die dritte Gabel. Also die erste war zu lang, ist gebrochen, die zweite war zu kurz, die konnte man nicht lenken und diese passt jetzt. Tatsächlich würde ich sagen, an die 300 bis 400 Stunden sind da schon reingegangen. Aber es fährt, es geht knapp bei 80. Der zweite Grund, es hat sonst keiner. Someone went, oh, that's great, not my scooter. They said, oh, Top Banana to you. So it stuck in my head for the name, because Top Banana. This one is called Top Banana, the first Mark one, but this is Top Banana repealed. Okay. Because I came off it, so it's been repealed, yeah? Wo ist Nico hin? Seht ihr Nico noch irgendwo? Ich hol schon ein Bier. Sag mal, habt ihr Nico gesehen? Jesko! Ah, da! Ja, du warst Bier holen, ne? Ich finde es charmant, dass du mich in der unten ohne Bar suchst. Ja, ich habe gedacht, wo kann er sein? Ja. Also das hier, der darf man später nicht mehr filmen. Ne? Das ist die unten ohne Bar und ich habe auch keine Ahnung, warum die so heißt. Warum haben die eigentlich die Buchsen an? Das ist der ESC-Stand, Rundkurs-Rennserie. Aber wie ihr halt ganz klar sehen könnt, Erfolg macht sexy und es läuft halt immer aufs Gleiche hinaus. Ja. Aber ich glaube, das ist Roberts eigene Unterhose. Diesmal? Ah, okay. Ja, also. Ist er jetzt unten ohne? Das sehen wir ja nachher. Schauen wir mal nach. Gehen wir weiter. Everybody knows it as a Clash scooter, so which we knew was going to happen, but it is more of a tribute to Joe Strummer. So it's an Indian Lambretta, yeah. So it's got a Casa 240 engine in it, yeah. How long did it take to build this bike? In my head, 20 years. From start to finish, 18 months. Ja, ich hatte einfach mal Bock auf einen Lammi-Cut. Bei mir beginnt ein Projekt immer mit einem kleinen Teil. Ja. Ich glaube, ich hatte den Lenker als erstes. Was noch ein Schmankerl ist, ist die Hinterradbremse. Voll hydraulisch. Es gibt einen Stand, da kann man alte Tachos restaurieren. Hier gibt es einen Stand, da kann man Pflegeprodukte oder sowas, Kettenspray und sowas kaufen. Ne? Das ist MAP oder was? Nee, das ist
TD Customs. Und hier haben wir jetzt was ganz Besonderes. Und zwar, wer den SIP-Kanal guckt, ja, der kennt ihn auch. Wir haben ihn bei den Sexiest Vespa Workshops vorgestellt, nämlich Nick Nagel. Und der bietet hier was extrem Geiles an. Man kann hier live pinstripen lassen. Guck dir mal die ganzen Karren an hier. Das ist natürlich alles feinstes Niveau. Also sowas sieht man halt selten. Und ich bin hier, um ja, wahrscheinlich wie alle mich zu konservieren und Spaß zu haben. So, es ist Samstagabend, wir sitzen wieder an der Kegelbahn, aber nur für kurze Zeit, denn gleich geht es weiter in die große Halle, wo das Konzert ist. Der Tag war Wahnsinn, wir haben unfassbar schöne Roller gesehen, wahnsinnig viele interessante Leute getroffen. Ich bin kaputt, trinkt das letzte Bier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommt unbedingt zum nächsten Meltdown. Bis dahin, ciao. Cheers. Cheers. Bottoms up. Okay. Lieber Ikea, ich weiß, es ist so schlimm. Lieber Ikea. Das sieht immer so aus. Die auch so arbeiten. Kannst du uns noch die wichtigsten technischen Grundzüge dieser Maschine erklären? Ja, das ist ein Hubkolbendoppler nach dem Gumbert-Prinzip. Und wie wir sehen, ist die Kupplung verbrannt. Leider. Deswegen steht das jetzt hier. Ernsthaft? Ach Quatsch, keine Ahnung, was das ist. Das ist keine Ahnung, wenn irgendeine Pumpe. Hast du aber sehr gut rübergebracht. Ja, sah sehr professionell aus. Ne? Den ersten Halbsatz dachte ich so, scheiße, da weiß ich nicht.